Ja, willkommen zurück. Schön, dass du da eingeschaltet hast. Heute geht es um das Thema Navigation. Wie ihr seht, ich habe hier einige Uhren auf dem Tisch liegen. Vielmehr möchte ich euch mal allgemein zeigen, was die verschiedenen Hersteller alles anbieten, beziehungsweise was für Lösungen sie haben. Das heißt jetzt Planungsmöglichkeiten, aber auch wie die Navigation dann entsprechend umgesetzt ist. Dabei fokussiere ich mich hauptsächlich mal auf die Neuerscheinungen der Uhr, das heißt alles, was 2022 erschienen ist. Wir haben jetzt Ende Februar 2023, aktuell gibt es noch keine neuen Releases, heißt aber, wenn jetzt eine Uhr neu erschienen ist, kann sein, dass diese jetzt noch nicht vorhanden ist, wenn du das Video schaust. Aber von der Grundfunktion her funktioniert das ja alles ähnlich und ich möchte euch, wie gesagt, hier einen kleinen Überblick geben. Vorab, bevor wir in die Tiefe gehen, möchte ich aber noch ganz kurz klären, wie ich meine Navigation plane. Ich nutze hauptsächlich das Tool Komoot, habe mir damals ein Weltpaket gekauft. Das ist eigentlich ja so das Rundum-Sorglos-Paket. Das kauft ihr einmal und dann habt ihr ja mit Abos und etc. nichts mehr zu tun. Ihr könnt Komoot auch im Abo nutzen, aber warum erwähne ich das Ganze? Ganz einfach, die meisten Uhren bieten hier eine Komoot-Schnittstelle an. Diese funktioniert aber nur, wenn ihr entweder ein Paket kauft, das heißt also, wenn ihr ein Regionspaket kauft oder ein Weltpaket, beziehungsweise wenn ihr dann das entsprechende Abo von Komoot nutzt, dann könnt ihr auch die Schnittstellen hier mit den Uhren nutzen. Habt ihr nur das Gratis-Tool bzw. nur die kostenlose Version, dann werden die Strecken nicht synchronisiert und ihr seht die nicht auf der Uhr bzw. können diese dann nicht nutzen. Da würde ich sagen, dann fangen wir aber mit dem ersten Hersteller an. Das ist in diesem Fall Suunto. Suunto hat ja letztes Jahr zwei neue Uhren herausgebracht. Einmal die Suunto 5 Peak bzw. die Suunto 9 Peak Pro. Da ist aber auch so, dass die Suunto 9 Peak Pro und die Suunto 9 Peak, also das Vorgängermodell, die gleiche Funktion haben. Ebenfalls ist es auch bei der Suunto 5 Peak und bei der Suunto 5 so. Da ist es, was die Navigation angeht, das gleiche bzw. funktioniert hier ähnlich. Der Vorteil von den Suunto-Uhren ist unter anderem, dass ihr hier eine Möglichkeit habt, mit der App selber zu planen. Also das heißt, ihr müsst jetzt nicht eine Drittanbieter-App kaufen, wie zum Beispiel Komoot. Nein, ihr könnt dann hier über die Suunto-App eigene Strecken planen. Es sind auch Heatmaps hinterlegt und das hilft euch doch ganz gut, hier die optimale Strecke zu planen. Was letztes Jahr dann noch hinzugekommen ist, ist die Kooperation mit Hammerhead. Hammerhead bietet ja den Karoo 2, das ist ein Navigationsgerät fürs Fahrrad an. Die Software ist mittlerweile so gut miteinander integriert, dass ihr sowohl hier die Uhr nutzen könnt, aber auch den Karoo 2. Das heißt also, die Trainingsdaten, die ihr in Karoo 2 aufnehmt, seht ihr dann auch in der Suunto-App und könnt dann entsprechend auch hier euren Trainingszustand bzw. Leistungszustand hier ermitteln lassen und habt dann auf jeden Fall hier eine Alternative, ja, schön mit einer Karte navigieren zu gehen, weil der Vorteil von dem Fahrradnavi ist halt auf alle Fälle, dass ihr hier eine Karte nutzen könnt. Und da kommen wir auch schon zu dem Punkt, die Suunto 5 Peak bzw. Suunto 9 Peak Pro bieten an dieser Stelle nur eine Krümelnavigation an, das heißt also keine Navigation mit der Karte. Die Abbildung der Navigation ist hier auch deutlich gemacht, also man kann es wirklich sehr gut erkennen. Auch wenn man jetzt hier an der Weggabelung kommt, ist es doch eigentlich wirklich gut zu erkennen, dass man jetzt links oder rechts abbiegen muss. Lediglich, wenn die Wege dann wirklich ganz leicht auseinandergehen, dann ist es nicht ganz gut zu erkennen. Aber hier gibt es dann auch die Option, dass ihr dann gewarnt werdet, wenn ihr jetzt vom Weg abkommt und bekommt entsprechende Hinweise angezeigt. Was ich an dieser Stelle aber nicht gut gelöst finde, ist die Abbiegehinweise bzw. die Abbiegehinweise. Also vorweg, ihr bekommt alle Abbiegehinweise angezeigt, das ist schon mal gegeben. Aber wenn ihr jetzt auf eine Kreuzung zulauft, dann bekommt ihr immer die nächste Abbiegung. Das heißt also, bei der allerersten Abbiegung bekommt ihr so etwa 60 Meter vorher den Hinweis, okay, ihr müsst jetzt rechts abbiegen. Seid jetzt auf der Kreuzung, bekommt ihr dann nicht die Abbiegung dieser Kreuzung, sondern der nächsten Kreuzung. Und so zieht sich das Ganze immer weiter. Und das ist natürlich blöd, wenn ihr jetzt lange Distanzen lauft und lange nichts kommt und ihr es dann vergessen habt oder einfach jetzt nicht mehr wisst, dann müsst ihr einfach doch nachschauen oder auf der Karte nachschauen, wo ihr dann entsprechend langlaufen müsst und bekommt es hier nicht nochmal direkt angezeigt. Solltet ihr an dieser Stelle Komoot-Nutzer sein, so habt ihr dann auch die Möglichkeit, hier die Suunto-App mit Komoot zu verbinden. Das heißt also, wenn ihr auf Komoot die Strecke plant, bekommt es dann auch hier auf die Suunto-App synchronisiert. Aber auch wenn ihr die Strecke durchgeführt habt bzw. dann gemacht habt, wird diese dann auch hier nach Komoot exportiert. Dann kommen wir auch schon zu einem etwas größeren Hersteller und das ist in dem Fall Polar. Polar bietet hier auch natürlich die Möglichkeit, hier eine Navigation durchzuführen. Anders als bei Suunto habt ihr aber nicht die Option, hier über eine Polar-App oder über die Webseite hier eigene Routen zu planen. Das heißt also, ihr seid dann hier auf jeden Fall auf Drittanbieter angewiesen, die euch diese Planungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Ihr habt natürlich aber auch die Möglichkeit, hier wie bei Suunto auch das Ganze hier mit Komoot zu machen. Ebenfalls könnt ihr hier die Konten verbinden und die Strecken werden dann hochgeladen bzw. heruntergeladen. Also es findet eine Kommunikation statt. Aber ihr habt natürlich auch die Option, andere Planungstools zu nutzen. Hauptsache ist, dass ihr eine GPX-Datei erzeugen könnt und diese dann hier über PolarFlow hochladen könnt. Dann wird die Strecke hier auf die Uhren übertragen und ihr könnt dann die Navigation durchführen.
Und da haben wir ja letztes Jahr 2 neue Uhren bekommen. Wir haben einmal die Polar Pacer Pro bekommen, beziehungsweise die Polar Ignite 3. Die Ignite 3 ist ja die erste OLED-Uhr von Polar und da es für die meisten ja recht spannend ist, ob die Uhr das Ganze kann, nein, sie kann leider keine Navigation durchführen. Und das ist auch wirklich schade, weil man kann die Polaruhren leider nicht erweitern. Das heißt, es gibt jetzt hier keinen App Store, wo ihr sagen könnt, okay, ich lade mir zum Beispiel eine Komoot-App herunter oder jetzt eine andere App, die das Ganze anbietet. Nein, das ist nicht möglich. Das heißt im Umkehrschluss, mit der Ignite 3 ist Navigation an dieser Stelle keine Option. Dann bleibt an dieser Stelle natürlich noch die Pacer Pro übrig. Die Pacer Pro ist insgesamt eigentlich wirklich eine sehr, sehr gute Sportuhr und auch bei der Navigation weiß sie zu überzeugen. Die Polaruhren bieten hier eine reine Krümelnavigation an. Das heißt auch hier wieder, ihr folgt einfach einem Strich. Aber die Navigation, was die Krümelnavigation angeht, ist das Beste, was ihr auf dem Markt bekommen könnt. Die Uhr reagiert sehr schnell, beziehungsweise ihr bekommt einmal vorher einen Abbiegehinweis angezeigt, so knapp 30, 40 Meter vorher, aber auch wenn ihr dann direkt auf der Kreuzung seid. Darüber hinaus bekommt ihr dann auch, wenn Weggabelungen sind, auch hier ein entsprechendes Icon angezeigt. Also die Uhr erkennt dann auch, wenn hier Weggabelungen sind und das wird dir dann visuell nochmal entsprechend, wie gesagt, angezeigt. Ihr bekommt dann auch eine Übersicht der Steigung, beziehungsweise ihr könnt dann auch eine Trinkerinnerung hinterlegen, aber auch eine Essenserinnerung ist an dieser Stelle möglich und ihr habt dann hier immer alles auf einem Blick. Bei den Polaruhren kann man auch sagen, man bekommt an dieser Stelle manchmal vielleicht zu viele Hinweise als zu wenige. Wobei ich aber sagen muss, ich habe lieber einen Hinweis zu viel als einen Hinweis zu wenig, um hier die Route gut abzulaufen. Aber solltet ihr mal falsch abbiegen, das ist an der Stelle auch kein Problem. Auch hier bekommt ihr dann nach etwa 20, 30 Meter eine Anweisung bzw. einen Hinweis, dass ihr nicht mehr auf der Strecke seid und dass ihr doch euch dann wieder hier zurückbewegen sollt. Nebendran habe ich jetzt noch die Polar Critics Pro liegen, die funktioniert von der Navigation ähnlich. Warum habe ich die nebendran liegen? Aus einem ganz einfachen Grund, die Uhr ist zwar jetzt schon etwas älter, also das heißt, es ist jetzt schon ja, ein 21er Modell, aber bei der Polar Pacer Pro ist es so, wenn ihr jetzt viel in Bergen unterwegs seid und viel an Steinen kommt, würde ich nicht zur Polar Pacer Pro raten. Ganz einfach, die Uhr ist sehr empfindlich, das heißt also, wenn ihr da irgendwie an Felsen kommt und irgendwie andotzt, dann kommt da auch gleich ein Kratzer und eine Macke. Das ist bei der Polar Critics Pro nicht gegeben. Ich würde auf jeden Fall den Aufpreis mehr bezahlen, wenn ihr jetzt gerade hier im Alpin unterwegs seid, damit die Uhr doch ja, das Ganze besser übersteht. Ja, dann kommen wir auch schon zu einem etwas neueren Hersteller. Neuer in dem Sinne, wenn man das Ganze mit Polar und Suunto vergleicht oder auch mit Garmin, sind die ja noch relativ jung auf dem Markt. Coros bietet hier eine Vielzahl von Uhren an. Ich habe jetzt hier die Coros Epix 2 Pro in diesem Fall. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, mit der Coros Epix 2 bzw. Vertex 2 oder Vertex 1 zu navigieren. Da unterscheiden sich hauptsächlich jetzt meistens die GPS-Chips, aber auch die Verarbeitung bzw. die Akkulaufzeit. Vom Software-Grundgerüst sind aber alle Uhren gleich. Das heißt also, die Navigation ist auch bei allen Uhren die gleiche, jetzt egal für welches Modell ihr euch an dieser Stelle entscheidet. Bei den Coros-Uhren ist es auch so, dass wir seit letztem Jahr auch Kartenmaterial haben, beziehungsweise jetzt hier Kartenmaterial unterstützt wird. Das Ganze ist jetzt hier für die Coros Epix 1 Pro, beziehungsweise für die ganze Zweierreihe, aber auch für die Vertex 1 und Vertex 2. Diese haben hier Kartenmaterial. Wo ihr es nicht bekommt, ist bei der Epix 1. Da habt ihr dann kein Kartenmaterial, weil einfach hier der Speicher an dieser Stelle zu klein ist. Hier möchte ich an dieser Stelle mal auf die Kartennavigation eingehen. Ihr habt bei den Uhren die Möglichkeit, eine Topokarte und eine normale Karte zu hinterlegen. Also ihr bekommt die Uhr mit normalen Karten ausgeliefert. Ihr könnt euch aber die Topokarten entsprechend noch herunterladen, also alles kostenlos und diese dann hier auf die Uhr übertragen. Da muss ich aber sagen, die Übertragungsrate ist wirklich sehr langsam. Das heißt also, ihr solltet dann schon einige Zeit mitnehmen, nach so fast eine Stunde, bis dann die Daten übertragen sind. Das ist hier bei den Coros-Uhren wirklich so ein kleiner Pferdefuß. Wenn das Ganze dann aber optimal funktioniert hat, könnt ihr hier ja eure Komoot-Schnittstelle nutzen, beziehungsweise hier auch die Daten synchronisieren. Auch hier ist es so, die Daten von Komoot werden hier an Coros übertragen, beziehungsweise wenn ihr die Navigation durchgeführt habt und die Tour durchgeführt habt, wird die auch an Komoot übertragen. Einziger Manko an der Stelle ist, wenn ihr die Strecken von Komoot nutzt, dann bekommt ihr hier keine Abbiegehinweise. Ja, ihr habt richtig gehört, aktuell bekommt ihr keine Abbiegehinweise angezeigt, wenn ihr das Ganze hier nutzt mit Komoot. Da müsst ihr dann wirklich immer auf die Uhr schauen. Das Einzige, was ihr an dieser Stelle bekommt, ist dann nur, wenn ihr vom Weg abkommt, dass ihr jetzt ja vom Weg abgekommen seid und wieder zurück sollt, aber mehr Hinweise bekommt ihr nicht. Wenn ihr aber Abbiegehinweise nutzen wollt, dann müsst ihr das Tool Plot a Route nutzen. Das ist ein Tool, das ist leider auf Englisch, da könnt ihr dann Strecken planen. Das ist auch weitgehend kostenlos, also ihr könnt, glaube ich, bis zu 5 Strecken könnt ihr planen und diese übertragen, aber dann bekommt ihr dann auch wirklich die Abbiegehinweise angezeigt und ist auch wirklich zuverlässig. Also ihr bekommt auch scharf links und ihr bekommt auch ein eigenes Datenfeld angezeigt, was euch einfach zeigt, wie dann die nächste Abbiegung aussieht. Wie das Ganze mit Plot a Route funktioniert, das habe ich mal im Video erklärt, das verlinke ich dir oben mal. Da habe ich mal so ein kleines Tutorial gemacht, wie ihr das dann hier mit den Coros-Uhren nutzen könnt.
Coros hat ja im Zuge des Release der Epix 2 Pro auch noch angekündigt, hier ein eigenes Planungstool anzubieten. Das heißt also, hier soll dann auch was auf der App selber kommen, wo ihr dann auch hier planen könnt, wie zum Beispiel jetzt bei Suunto. Das soll wie gesagt in der nächsten Zeit kommen. Es gibt leider noch kein Release-Datum dazu, aber so ein kleiner Ausblick an dieser Stelle. Ja, dann kommen wir auch schon im Bereich Smartwatch und da möchte ich gar nicht so arg in die Tiefe gehen, weil die meisten Smartwatches haben ja das Problem mit der Akkulaufzeit. Das heißt also, wenn ihr dann unterwegs seid, ja, lange Touren sind oft nicht möglich. Ich hatte zum Beispiel jetzt von Samsung die Galaxy Watch 5 Pro hier mal auf dem Kanal getestet und das ist auch wirklich so, die Akkulaufzeit ist da wirklich nicht überragend. Das heißt also, wenn ihr Touren macht, die länger als 8-9 Stunden dauern, das könnte hier schon zu einem Problem werden. Dennoch bieten die Uhren natürlich auch die Möglichkeit, Navigation durchzuführen. Das ist aber sehr eingeschränkt. Auch hier müsst ihr dann auf Drittanbieter-Apps zurückgreifen, wie zum Beispiel Komoot. Da bekommt ihr dann aber nur die Abbiegehinweise angezeigt. Eine Karte ist dann auch hier nicht enthalten. Die normalen Google-Karten sind aber meistens für das Traillaufen bzw. dann fürs Wandern jetzt nicht so geeignet. Daher würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr solche Uhren nutzt, hier das Ganze über zum Beispiel Komoot zu machen. Anders sieht es bei der Akkulaufzeit mit der Apple Watch Ultra aus. Deswegen habe ich die jetzt auch mit ins Video aufgenommen. Die ist auf jeden Fall in der Lage, dass ihr hier auf lange Touren durchführen könnt. Das heißt also, Touren von 8, 9, 10 Stunden sind hier auf alle Fälle kein Problem. Ihr könnt auch hier die Komoot-App nutzen. Ebenfalls das Problem, dass ihr hier keine Karten dabei habt. Ich würde an dieser Stelle die App Work Outdoors empfehlen. Die App bietet euch auf alle Fälle hier eine Kartennavigation an. Ihr könnt hier offline die Karten herunterladen und auch hier die Touren, wenn ihr zum Beispiel Komoot nutzt, diese zu exportieren und hier bei Work Outdoors importieren. Aber auch hier ist momentan noch der Nachteil, dass ihr keine Abbiegehinweise bekommt. Also ihr bekommt auf der Karte wirklich alles genau detailliert angezeigt. Auch die Karten sind wirklich sehr detailreich. Das ist eine OpenStreetMap, die ihr angezeigt bekommt. Und ihr könnt euch wirklich sehr gut damit orientieren. Aber wie gesagt, Abbiegehinweise sind hier auch nicht enthalten. Was aber enthalten ist, wenn ihr vom Weg abkommt, dass ihr dann auch hier eine Warnung bekommt. Also das ist wirklich eine Vibration und ein Ton, also das ist überhaupt nicht zu verpassen. Aber auch hier müsst ihr dann wieder entsprechend dann zurücklaufen, wenn ihr euch verlaufen habt. Vorteil ist natürlich an dieser Stelle wieder, dass ihr dann auf die Karte schauen könnt, wenn jetzt mal ein Weg gesperrt ist, bzw. ihr nicht genau wisst, wie ihr dann langlaufen müsst. Ein weiterer Nachteil ist natürlich für einige auch, dass die App auf Englisch ist und deutsche Versionen gibt es leider momentan noch nicht. Falls sich das Thema Navigation mit der Apple Watch Ultra interessiert, ich verlinke auch mal oben das Video dazu, das habe ich nochmal im Detail gezeigt, wie da die Navigation mit der Apple Watch Ultra abläuft. Ja, dann kommen wir auch schon zu Garmin. Das ist jetzt, wie ihr seht, schon ein großes Angebot, was ich hier liegen habe. Das liegt einfach daran, dass Garmin hier wirklich eine Vielzahl von Uhren anbietet und es doch hier und da manchmal echt schwierig ist zu sehen, okay, was ist für mich hier am besten geeignet. Und hier muss ich auch vorweg sagen, es gibt einige Uhren, die bieten hier von Haus aus schon Navigation an. Der Vorteil von Garmin-Uhren ist aber, dass ihr einen Garmin Connect IQ Store nutzen könnt. Das ist ein von Garmin freigegebener Store, wo dann auch Drittanbieter hier Apps anbieten können, beziehungsweise auch eine API-Schnittstelle, die dann hier mit den Uhren kommunizieren. Und so habt ihr dann auch die Möglichkeiten auf den Uhren, wo es ja von Haus aus keine Navigation gibt, um diese Funktion zu erweitern. Ich habe hier zum Beispiel in der Mitte die Venue 2 Plus liegen, die trägt jetzt aktuell meine Frau, deswegen habe ich jetzt hier nur den Karton. Da habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, eine Navigation hinzuzufügen, aber auch mit der Venue SQ oder Venue 2 SQ ist das Ganze möglich und so habt ihr die Option hier mit einem OLED-Display navigieren zu gehen. Hier gibt es zum Beispiel die App BF Outdoor, die habe ich mal auf dem Kanal vorgestellt, das verlinke ich dir oben mal. Da ganz unabhängig jetzt von irgendwelchen Drittanbietern hier ganz kostenlos hier GPX-Dateien hochladen und dich danach navigieren lassen. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, die neue Komoot-App zu nutzen, die jetzt letztes Jahr erschienen ist. Die unterstützt auch unter anderem die Venue 2 Plus und Venue 2 bzw. Venue und Venue SQ-Reihe. Also ihr seht, alle Venue-Reihen sind hier unterstützt, aber auch die Vivo Active-Reihe wird hier unterstützt, die ebenfalls keine Navigation an Bord hat. Und hier bekommt ihr dann auch eine Point-to-Point-Navigation angezeigt, aber hier müsst ihr dann natürlich bei Komoot entsprechend hier das Weltpaket haben oder ein Abo oder natürlich dann die Region, wo ihr unterwegs seid, um das Ganze hier nutzen zu können. Als weiteres bietet Garmin natürlich dann auch die Möglichkeit, hier über die Garmin eigene Uhr navigieren zu lassen, also wenn es von Haus aus installiert ist. Und da habt ihr auch die Option über Garmin Connect, also über die App selber, als auch über die Webseite eigene Touren zu planen. Das heißt also, ihr müsst jetzt auch nicht zum Drittanbieter gehen und könnt hier eure Touren durchführen bzw. planen lassen. Ihr habt neben der klassischen Planungsmöglichkeit, also hier einfach selber eine Route zusammenzustellen, auch die Option, euch von Garmin eine Route zusammenstellen zu lassen. Da müsst ihr einfach nur von dem Standort aus, wo ihr es haben möchtet, die Parameter eingeben, wie viel ihr laufen wollt, also welche Distanz, beziehungsweise ob ihr östlich, nördlich, westlich laufen wollt. Und so erstellt euch Garmin eine Route. Diese könnt ihr dann übertragen und dann entsprechend hier ablaufen bzw. wandern.
Natürlich hat Garmin auch die Option hier Auto Active oder Komoot anzubinden. Das Ganze wird dann hier mit Garmin Connect verbunden bzw. dann auch entsprechend synchronisiert. Das heißt also, wenn ihr Touren plant, dann seht ihr die in Garmin Connect und könnt diese auf die Uhr übertragen, beziehungsweise wenn ihr die Tour dann durchgeführt habt, wird dann automatisch die Tour an Komoot übertragen und ihr könnt dann mit euren Freunden teilen. Und wir haben bei Garmin hier zwei verschiedene Möglichkeiten an Navigation. Wir haben jetzt einmal hier die Forerunner 255 bzw. die Instinct Crossover. Das Ganze gilt auch für die Instinct 2. Hier haben wir eine ganz normale Krümelnavigation. Das heißt, ihr bekommt dann auch hier nur einen Strich angezeigt, den ihr hier dann ablaufen könnt. Ihr bekommt dann auch Abbiegehinweise angezeigt. Also ihr bekommt einmal vorher Abbiegehinweise angezeigt, so 30, 40 Meter vorher. Aber auch dann an diesem Punkt bzw. an der Kreuzung bekommt ihr dann nochmal einen Hinweis, wo ihr dann links oder rechts oder geradeaus abbiegen müsst. Ebenfalls bekommt ihr natürlich dann auch angezeigt, wenn ihr von der Route abkommt, eine Warnung oder einen Hinweis, so etwa auch nach 20, 30 Metern, dass ihr von der Route abgekommen seid und euch doch bitte wieder auf die Strecke zurückbewegen sollt. Und bei Garmin bekommt ihr darüber hinaus dann auch noch angezeigt, was die Restzeit ist, also die geschätzte Ankunftszeit wird angezeigt, aber natürlich dann auch einen kleinen Überblick, was die Höhen angeht und natürlich dann auch, was die Restdistanz angeht. Wenn wir dann zu den Premium-Uhren gehen, das ist zum Beispiel jetzt die Fenix 7, aber auch die Apex 2 oder Forerunner 955, aber natürlich auch die Tactix 7 ist dabei oder Enduro 2. Hier bekommen wir dann natürlich eine Kartennavigation angezeigt. Das heißt also, ihr lauft dann quasi auch einen Strich nach, aber da ist nochmal eine Karte hinterlegt und ihr könnt im Detail sehen, wo ihr dann unterwegs seid. Die Karten sind auch wirklich sehr detailreich, also auch wenn ihr in den Bergen unterwegs seid und da ist jetzt eine Sendestation, die ist zum Beispiel vermerkt und natürlich auch markante Punkte. Also das heißt, also ihr könnt auch mit der Karte euch sehr gut orientieren. Darüber hinaus bekommt ihr zum Beispiel die Uhren auch Climb Pro angezeigt. Das heißt also, ihr bekommt dann eine Aufsplittung des Anstiegs. Dann habt ihr immer eine Übersicht, wie lang der Berg noch ist, wie anstrengend das Ganze ist und könnt euch das Ganze hier nochmal ein bisschen besser einteilen. Die Uhren bieten auch die Option, hier ein Roundtrip-Routing direkt auf die Uhr berechnen zu lassen. Also was ich vorhin erklärt habe, wenn ihr einen Standort habt und sagt, okay, ich möchte jetzt 10 Kilometer laufen, das geht hier mit den Premium-Uhren direkt an der Uhr, beziehungsweise die Uhr rechnet das dann aus und zeigt dann hier 3 Möglichkeiten an, was ihr dann hier laufen könnt. Was bei Garmin natürlich noch ein weiterer Vorteil ist, wir können ja auch dann wieder die Fahrradnavigation nutzen, wie zum Beispiel auch schon bei Suunto. Wir haben hier die Edge-Modelle, ich habe zum Beispiel den Explore 2 und auch den Edge 1040. Das heißt also, wenn ihr jetzt auf dem Rad unterwegs seid und eine größere Karte möchtet als es mit der Uhr, es geht übrigens auch mit der Uhr zu navigieren, das ist auch alles kein Problem. Es gibt dafür auch eine Halterung, das verlinke ich euch auch mal, das habe ich euch auch mal gezeigt. Aber natürlich ist es dann immer besser, auf dem Rad das Ganze ein bisschen übersichtlicher zu haben. Da bieten sich natürlich die Edge-Modelle an. Und da komme ich schon zu einem kleinen Kritikpunkt und das sind die Abbiegehinweise. Es hat sich zwar bei der Phoenix-Reihe und bei der Apex-Reihe, aber auch bei Enduro 2 und Tactix 7 das schon etwas verbessert. Das war mal zum Zeitpunkt, da gab es fast gar keine Probleme mehr. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier ein kleines Problem. Wir bekommen nicht alle Abbiegehinweise angezeigt. Also es kann mal sein, ihr bekommt dann immer Abbiegehinweise und dann heißt es in 2 Kilometer dann wieder rechts. Nur ist es so, dass in 2 Kilometer nochmal 3 Kreuzungen kommen, ihr dazu nichts mehr bekommt. Das ist in der Vergangenheit noch schlimmer gewesen. Wie gesagt, es hat sich mittlerweile gebessert. Aber ich möchte einfach an dieser Stelle anmerken, dass das hier auch bei den Premium-Uhren momentan leider noch der Fall ist. Schlimmer finde ich das Ganze dann nochmal bei der Forerunner und bei der Instinct-Reihe. Warum finde ich das schlimmer? Ganz einfach, ihr habt dann auch gar keine Karte, wo ihr nachschauen könnt. Ihr müsst dann wirklich nach dem Strich schauen, okay, ist das jetzt die Kreuzung, muss ich jetzt links, muss ich rechts? Also wenn kein Hinweis kommt. Und das finde ich hier wirklich ein Manko bzw. ein Mangel. Und da habe ich auch leider keinen Unterschied feststellen können, wenn es von Garmin Connect geplant ist oder auch von Komoot. Es ist mal besser gewesen, wenn ich mit Garmin Connect geplant habe. Es war auch mal besser, als ich mit Komoot geplant habe. Ich habe jetzt hier keinen Workaround gefunden, wie man das Ganze beheben kann, habe aber auch nicht das Problem identifizieren können, an was es genau liegt. Ja, wie möchte ich das Ganze jetzt aber zusammenfassen? Wenn ihr jetzt sagt, okay, Krümelnavigation bzw. ohne Karte, das ist mir völlig ausreichend, meistens sind die Uhren auch einen Ticken günstiger, dann würde ich auf jeden Fall zu einer Polaruhr raten, weil einfach hier bei Polar das am besten umgesetzt ist. Ihr bekommt alle Abbiegehinweise angezeigt, es ist wirklich sehr detailliert, auch mit den Symbolen, die angezeigt werden. Also die Chance zu verlaufen ist gering. Natürlich Nachteil ist an der Stelle, wenn jetzt der Weg nicht da ist, beziehungsweise wenn der Weg gesperrt ist, könnt ihr natürlich nicht auf der Karte nachschauen und müsst dann hier entsprechend eine Karte nutzen. Wenn ihr jetzt aber sagt, ich möchte eine Kartennavigation haben, es soll etwas preiswerter sein, dann könnte vielleicht die Coros FX 2 Pro für euch interessant sein oder die Coros FX 2. Nachteil ist natürlich hier, dass ihr dann, wenn ihr das Ganze von Komoot importiert, keine Abbiegehinweise bekommt. Aber auch natürlich hier Plotted Route nutzen könnt, was wiederum auf Englisch ist. Hier ist aber natürlich der Ausblick, dass das Ganze irgendwann hier im Planungstool über Coros funktioniert. Wenn ihr jetzt aber sagt, ich möchte das rundum sorglos Paket haben, das heißt also Planung auf der App bzw. Planung am Rechner
oder das Roundtrip-Routing auf der Uhr. Dann sind natürlich hier die Garmin-Uhren interessant und da gibt es natürlich auch wieder Unterschiede. Die Forerunner 955 bietet natürlich hier auch eine vollumfängliche Navigation an. Die Uhr ist natürlich an dieser Stelle etwas empfindlicher, einfach hier vom reinen Aufbau. Das heißt also auch hier, wenn ihr mehr in den Bergen unterwegs seid, klettern geht, würde ich definitiv eher zu einer Phoenix oder einer Apex-Reihe raten, da die Uhren einfach robuster sind und hier an der Stelle mehr aushalten. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mal einen großen Überblick geben, was hier die Navigation mit Sportuhren angeht. Ich teste die Uhren ja immer wieder auf meinem Kanal. Das heißt also, zu jeder Uhr wirst du dann auch immer explizit was auf dem Kanal finden, wie das Ganze hier funktioniert, auch in der Praxis. Mir ist es immer ganz wichtig, sowas auch in der Praxis zu zeigen. Also wenn du auch für die kommenden Releases nichts verpassen willst, ich werde die ganzen Navigationen immer wieder testen, dann lass auch gerne ein Abo da. Wenn dich noch mehr rund um Navigation interessiert, ich verlinke dir unten mal die Navigationsplaylist, da kannst du mal schauen, da sind auch die meisten Uhren hier enthalten. Da zeige ich alles in meiner Praxis, wie gesagt. Wenn du neu auf dem Kanal bist, ich verlinke dir auch mal meine Best-of-Playlist meines Kanals, da kannst du auch mal reinschauen. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, dich hier auf dem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.